Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Schauen wir, was momentan aktuell bei dir los ist, was auf dich zukommt. Wie immer bei mir eine Extended-Version zu diesem Video. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Skorpion. Im Irrgarten der Funktionalitäten. Alles geht seinen gewohnten Gang. Du lässt es seinen gewohnten Gang gehen. Es gibt dir Sicherheit, es gibt dir Halt, auch wenn es schwierig ist, teilweise nicht erfüllend, doch du tust das, was du bisher getan hast, was du tun kannst, einzig und allein, weil du sonst in der Luft hängst. Es ist wie kurz vor einem Aufbruch. Du hältst die eigene Aufregung gedrosselt, indem du dich ablenkst mit dem Alltäglichen, mit den To-Dos. Sie sagen doch, der Aufbruch kommt, und zwar nicht so, wie du gedacht hast. In der Tat, ein Brief, eine Botschaft, SMS, E-Mail, was auch immer. Eine Neuigkeit kommt auf dich zu. Kommunikation, gut möglich auch mit jemandem, den du schon länger nicht gesehen hast oder jemand, mit dem du gerade erst gestern gesprochen hast. Es gibt Neuigkeiten und diese Neuigkeiten sind Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot inwiefern? Nicht, weil die Nachricht so negativ ist, sondern weil sie dich wachrüttelt. Du brauchst genau diese Botschaft, diese Kommunikation, diese Nachricht, um den Neuanfang zu wagen. Doch nicht, dass du entscheidest, okay, ich mach's. Nein, du kannst gar nicht anders. Du wirst mit dieser Kommunikation dort hinein katapultiert. Es ist für dich sehr, sehr positiv, äußerst positiv. Es ist ein ganz, ganz großer Grund für dich zu feiern. Es ist wie der große Gongschlag, den man vielleicht 2-3 Mal im Leben bekommt, bei dem die Würfel neu gemischt werden, sich alles verändern darf. Wisse, dass falls du im Briefverkehr mit jemandem bist oder mit einem Institut, mit einer Behörde, was auch immer, dort gibt es eine sehr, sehr gute Lösung, muss nicht übereinstimmend sein, doch dieses Thema wird gelöst werden. Es ist wichtig für dich, dass du die Zeichen erkennst. Wir werden gleich schauen, um welche Zeichen es sich handelt. Eine Gebetsmühle ausschlaggebend. Jemand bekommt eine Einladung zu einer Hochzeit oder zu einer Verlobung, zu zumindest einer Vereinigung. Ja, bis jetzt, lieber Skorpion, wie gesagt, ganz viel Kopfkino, sehr viel Auswahl. Die Szenarien, die du dir ausmalst bezüglich dem, was du möchtest oder was du nicht möchtest. Es ist, als wärest du im Dauerlooping. Doch dies darf aufhören. Es muss aufhören, es wird aufhören, und zwar dann, wenn du diese Kommunikation bekommst. Es ist, als würdest du dich darin verlieren, was alles möglich ist, doch es ist zu mental, es ist zu wenig träumerisch, es ist
zu mental gesteuert bei dir. Und da kommt diese Kommunikation gerade recht, denn sie bringt dich auf einen vollkommen neuen Weg. Hier haben wir einen Flipper, da ist der vollkommen neue Weg. Du wirst dein gewohntes Ambiente, deinen schon längst ausgetretenen Pfad verlassen, oh, hier ist eine ganz andere Karte drin. Ha! Schau, die passt da gar nicht rein, die habe ich gerade gesehen. Um die Schwere hinter dir zu lassen. Es ist eine dramatische Schwere und das Dramatische an dieser Schwere ist, dass du die letzten 8 Jahre damit verbracht hast, zu überlegen, was ist der nächste Schritt. Doch, lieber Skorpion, was wäre, wenn es gar keinen aktiven nächsten Schritt gibt, sondern er vielleicht intuitiv erfolgen sollte, ohne dass du manchmal weißt, warum du es tust. Doch es stellt sich dann heraus, dass es genau das gebracht hat, um dich weiterzubringen. Beim abnehmenden Mond geht es los. Es hat mit Materiellem zu tun. Es hat mit Leidenschaft zu tun. Es hat mit Hingabe zu tun. Denn diese vermeintliche Sicherheit, gut möglich, dass du über einen Traum, einen Input, einen Download oder aber auch über diese Kommunikation, die da auf dich zukommt, vor Augen gehalten bekommst, dass das, was dir so lieb und teuer ist und dass du so vehement behütest und ja auch verteidigst fast, dass das illusorisch ist. Denn das Wahre, sagen sie, das Wahre wird meist ganz, ganz spät erkannt. Die Skorpione, die 50 sind bzw. 50 aufwärts sind, die fangen demnächst noch einmal vollkommen von vorne an, sagen sie. Sie sagen demnächst innerhalb der nächsten 10, das können 10 Wochen, 10 Monate, 10 Jahre sein. Es kommt ein richtiger Cut, ein gewollter Cut von euch, wo ihr komplett von vorne anfangt. Die Skorpione generell, sie finden, nach langer Suche finden sie. Sie finden, dass der nächste Schritt vollkommen irrelevant ist. Dies ist eine Erkenntnis. Sie sagen, dass sich getrieben fühlen, gezwungen fühlen zu etwas, darf gehen. Und es geht ganz automatisch, ganz easy, ganz leicht, ohne dass ihr es eigentlich wirklich bemerkt. Ein Zwilling, gut möglich, macht euch ein wunderbares Angebot. Ein Löwe ist sehr, sehr verunsichert. Und ihr als Wasserzeichen seid wie immer mal für alle da, vor allem für den Löwen. Für diejenigen Skorpione, die Geschwister haben, ganz egal ob 1 oder 2 oder mehrere Geschwister, ganz egal ob weiblich oder männlich, nach dieser Kommunikation, die ihr erhaltet,
beginnt ein neuer gemeinsamer Weg, ein neues an einem Strang ziehen. Gut möglich, dass es zur Unterstützung der Familie oder Unterstützung der Familienmitglieder geht. Man wird dies gemeinsam tun. Dann, lieber Skorpion, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Innerhalb der nächsten 6 bis 8 oder 10 Wochen wirst du einen Menschen treffen und dieser Mensch macht den Weg für dich frei. Doch nicht, indem er bei dir aufräumt. Nein, dieser Mensch ist da und plötzlich siehst du die kleinen und größeren Hindernisse und Blockaden in deinem Leben nicht mehr und pusht nach vorne. Das ist Alarmstufe Rot für deine Mitmenschen, die sich sagen werden, wo will denn der Skorpion hin? Und wo du dann hin willst, das schauen wir uns im Extended an, wie es weitergeht. Lieber Skorpion, wir warten dort auf dich. Bis gleich. Wir freuen uns. Ciao.